Es muss ja nicht immer der klassische Weg sein, um eine Immobilie in Spanien zu kaufen. Es gibt auch andere Wege, die man beschreiten kann und die gute Chancen bieten können. Ich stelle dir heute mal 3 vor und fangen wir an. Die erste wäre der Erwerb von einer Immobilie im Wege der Zwangsversteigerung. In Spanien findet die Zwangsversteigerung rein digital statt. Es gibt keine Präsenzveranstaltungen. Es läuft alles über das Portal, ein offizielles Portal, auf das jeder Zugriff hat, wo man immer sehen kann, welche Immobilien gerade versteigert werden. Man hat dort die Möglichkeit, einen Teil der Gerichtsbeschlüsse sich anzuschauen, um entsprechende Vorprüfungen machen zu können. Hat später auch die Möglichkeit, bei Gericht sich vorzustellen, um dort auch die Gerichtsakte einzuschauen und hat da eben Zugriff auf alle Informationen, die wesentlich sind, um sich ein erstes Bild zu machen über die Möglichkeiten der zu versteigernden Immobilie. Man muss dann später bei der Versteigerung an sich muss man eine Anzahlung von 5% leisten. Wenn man später nicht der meistbietende war, das Gebot nicht bekommen hat, bekommt man das Geld innerhalb von 48 Stunden wieder zurücküberwiesen. Bietet gute Chancen, interessante Angebote, die es auf dem Markt gibt, insbesondere im Moment. Hat dort die Möglichkeit, eine Immobilie weit unter Marktwert zu erwerben, aber wo gute Gewinnchancen sind meistens auch die Risiken hoch. Und das ist genau der Fall eben auch bei der Zwangsversteigerung in Spanien. Man muss eine gute Vorarbeit leisten, muss sich genau informieren, man hat keinen Zugang zu der Immobilie, kann sich das Objekt vorher also nicht anschauen und sollte deshalb ganz, ganz viel Wert legen auf die Vorarbeit, um sich selber zu informieren und zu schauen, ob das ein interessantes Objekt sein kann oder nicht. Die zweite Alternative ist die Möglichkeit, eine Immobilie zu erwerben. Man wird Eigentümer, aber das ausschließliche Nutzungsrecht liegt weiterhin bei einer anderen Person. Das sind meistens die Fälle, wo eine schon etwas ältere Person ihre Wohnung verkaufen möchte und aber bis zum Lebensende noch dort drin bleiben möchte und entsprechendes Nutzungsrecht auch im Grundbuch dann eingetragen wird zugunsten dieser Person. Hat insofern Chancen, diese Art von Erwerb von Immobilien, weil man Immobilie zu einem recht günstigen Preis erwerben kann, aber man muss sich auch ganz genau die Bedingungen anschauen, denn oft wird dieser Kauf daran gekoppelt, dass man noch eine monatliche Rente an diese Person zahlt und je nachdem, wie lange diese Person eine Lebenserwartung hat, beziehungsweise noch am Leben bleiben darf, je nachdem kann es natürlich das Geld dann oder die Preise sehr in die Höhe steigen, sodass es am Schluss kein interessantes Angebot mehr ist. Deswegen vorher sich genau anschauen, wie alt ist die Person, wie ist die Lebenserwartung etc. Ich musste kurz unterbrechen, weil ich einen kleinen Hustenreiz hatte, bin ein bisschen erkältet, aber jetzt geht's weiter. Wir waren bei der zweiten Alternative, nämlich man bekommt das Eigentum, aber eben nicht das ausschließliche Nutzungsrecht. Da eben, wie gesagt, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es ganz wichtig ist, dass man diese monatliche Rentenzahlung, über die man auch meistens verpflichtet ist, dass man die zeitlich begrenzt, weil es kann ja gut passieren, dass diese Person, wie so üblich hier in Mittelmeerländern, einfach eine lange Lebenserwartung hat und dann kann es schnell passieren, dass man halt wirklich jahrelang noch eine Rente zahlt und es am Ende dann dieses Geschäft doch nicht so attraktiv war, wie es am Anfang ausgesehen hat. Und die dritte, letzte Alternative ist eigentlich keine richtige man nicht richtig Eigentum an der Immobilie hat, sondern man hat eigentlich einen Eigentumsanteil dran. Ich rede hier von den Immobilien in den Crowd-Investment-Immobilien-Plattformen, die es gibt, wo man schon ab 50 Euro, 100 Euro in Immobilien, in Bestandsimmobilien investieren kann oder in zukünftige Immobilienprojekte und dann später in Form von der Rendite eben daran beteiligt wird an dem Ergebnis von dieser Immobilie. Man hat dann natürlich nicht im klassischen Sinne irgendwas Greifbares in der Hand, man ist nicht Eigentümer von einer konkreten Immobilie, sondern eben nur einen Anteil dran. Kann aber auch interessant sein, gerade für jemanden, der sagt, oh, ich traue mich noch nicht so recht, eine eigene Immobilie mehr zu kaufen, ich möchte aber trotzdem von Mietrenditen profitieren und dann gibt es eben diese Möglichkeit von diesen Investmentplattformen. Hänge dir unten mal noch einen Link dran von Grad2, die hier in Spanien im Moment gerade bekannt sind und kannst dir mal anschauen. Ansonsten würde ich mich über Kommentare von dir freuen, wenn du schon Erfahrung gemacht hast mit einer der Alternativen oder vielleicht noch eine andere kennst. Lass mir gerne einen Kommentar da. Und wenn du eine konkrete Frage zu diesen Themen hast, kannst du auch gerne ein Beratungsgespräch mit mir vereinbaren per Telefon. Der Link steht unten. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Bis bald!